Herzlich willkommen auf dem Gravitrax YouTube-Kanal. Wir befinden uns hier im wunderschönen, kalten, verschneiten Allgäu, dem schönsten Fleck der Erde, wo wir seit 2021 unsere Gravitrax YouTube-Videos produzieren. Dort oben befindet sich unser wunderbares Studio und das stellen wir euch jetzt mal vor. Let's go! Das passt nicht so. So, über diese Tür kommt man in unser Studio. Wir sind hier nämlich im Dachboden von unserer Garage. Und wenn man hier reinkommt, dann haben wir hier auch direkt schon das erste Regal mit den ganzen Teilen. Zum Beispiel Spiralteile, aber auch schon Schubfächer mit diese Dinger für die Bodenplatten zum Reinstecken. Oder Weichen und Powerziele. Hier drüben haben wir dann noch die andere Hälfte von den Weichen, sowie schräge Steine. Die Flex-Tubes, aber auch die aus den Tunnelsets, diese Dinger, keine Ahnung wie die heißen. Und die Star Wars Streckenteile, warum auch immer sind jetzt Spiralen drin, aber egal. Hier drunter haben wir dann Kugeln, Lichtelemente und die halben Steine. Und da geht es jetzt weiter mit den kleineren Sachen, also das ganze Grünzeugs, Wirbel, Anstellsteine, 3-in-1er und Tunnel. Hier hinten haben wir dann noch Kreuzungen sowie die ganzen Basissteine. Hier unten haben wir dann noch 2 Kruschboxen mit kaputten Teilen, aber auch hier so einfach so Sachen wie Brücke oder hier hinten, wie heißen die Dinger? Seilbahnen. Seilbahnen haben wir auch hier oben noch ein paar, das sind einfach auch kaputte Teile oder welche, die wir einfach zu viel haben. Dann haben wir hier noch unsere ganzen Balkone, aber auch die untere Hälfte von den Spiralen sowie die Einfellplatten, die wir eigentlich nur brauchen, wenn wir irgendwo draußen oder unterwegs in irgendwelchen Gebäuden oder so sind. Hier haben wir dann wirklich das Coolste, das ist nämlich dieser dreifache Schubladenturm, der ist auch beschriftet, sodass wir direkt sehen, wo was drin ist. Hier oben haben wir zum Beispiel die 1er-Schienen, mit den 2er-Schienen, 3er-Schienen, Spezialschienen, also alles was hier so für die Loopings, diese Looping-Schienen oder auch die dünnen und die dicken Schienen. Dann haben wir noch Pro- und Star Wars Schienen in einer. Dann geht es auch weiter mit so den ganzen Powerteilen, Gausskanonen etc. Und wie ihr seht, ist hier wirklich alles sehr sauber eingeräumt, sodass man hier wirklich beim Bauen möglichst zeitsparend arbeiten kann, weil man einfach direkt weiß, wo die ganzen Teile sind. Zum Sortieren ist es ein bisschen aufwendig, also da hocken wir halt nach einer Bahn wirklich mal so 5 Stunden da und räumen das Zeugs in die Kisten ein, aber rentiert sich fürs Bauen. Hier oben drauf haben wir dann noch diese halben Bodenplatten, die sind auch ganz cool, um irgendwie an Außenstellen zu bauen, genauso wie die hier. Dann haben wir hier noch die großen Bodenplatten und in der Mitte dazwischen sind noch die ganzen transparenten in Ebenen, oben die kleinen, unten die großen, sowie die Doppelbalkone. Hier ist dann das Skytrax, da ist noch nicht so cool aufgeräumt, vor allem hier unten, weil da ist uns einfach noch kein passendes System eingefallen, wie wir das am besten sortieren. Genau, dann geht es hier noch weiter mit den grauen Skytrax-Steinen, den Adventskalenderteilen und den Startern. Dann haben wir hier noch die Pro-Wände, die ganzen Pro-Säulen und die Kurven. Die ganzen Höhensteine sind nicht in den Regalen, die haben wir hier drüben in einem großen Karton stehen. Genau. Hier hinten haben wir dann hinter den Regalen unsere Aufnahme- und Streaming-Ecke. Da haben wir hier die Regale, ist ganz clean, dann hier noch eine Kugeluhr und hier vorne steht dann das MacBook mit dem Bildschirm und von dem wird dann entweder der Text zum Aufnehmen abgelesen oder auch dann wirklich von dem direkt rausgestreamt. Hier drüben haben wir dann noch unsere ganze Technik. Das ist alles hier in so Cases, wie zum Beispiel das Mikrofon, weil wir nehmen auch ganz oft oder des Öfteren für irgendwelche Vereine oder so auf oder drehen einen Film. Und deswegen ist das hier alles in so Cases, dass man das schön mitnehmen kann. Dann haben wir hier noch so ganz viele Sachen wie so mehrfach Steckdosenleisten, so eine Kruschbox mit Handyhaltern und so Kugelköpfen. Hier haben wir noch ganz viel USB-Kabel, aber auch Lightning
und auch ganz viele USB-Stecker. Und hier hinten haben wir dann noch Stative, kleinere Scheinwerfer, eine Filmklappe und da kommt dann eigentlich der Gimbal rein, der ist mir gerade in Verwendung. Und zwar filmen wir immer unsere Videos mit einem Google Pixel 8 Pro oder auch mit einem iPhone XS in dem DJI Osmo Mobile SE. Wir hatten mal den Osmo Mobile 7P, aber der ist kaputt gegangen und da sind wir gerade dabei, den zu reklamieren. Hier hinten drin, wenn man diese Wand hier einmal wegstellt, kommt man in unsere Backrooms. Da haben wir zum Beispiel Teile, die wir noch nicht sortiert haben, weil es sich nicht rentiert hat. Oder auch unausgepackte Sets teilweise, unausgepackte Kugeln, so Sachen halt. Hier vorne haben wir dann tatsächlich den Hauptpart von unserem Studio. Hier ist nämlich der Platz, an dem dann unsere Bahnen entstehen. Entweder hier auf dem Tisch, manchmal auch mit einem weißen Tuch drüber. Oder wenn wir mehr Platz brauchen, können wir den Tisch, weil der auf so Böcken steht, ganz einfach wegtragen. Und dann haben wir hier wirklich unseren ganzen Platz. Umgeben sind wir hier vom Greenscreen. Und den haben wir, da das komplette Studio aus Holz ist, konnten wir den hier mit so selbstgebauten Klemmen, nenne ich einfach mal, hier wirklich so dran klemmen, dass der hier schön dran festhält. Genauso wie hier oben verschraubt ist unsere Deckenleiste, an der halt jetzt mal Scheinwerfer hängen, aber da können wir auch Mikrofon dranhängen oder wenn wir bei Unboxings eine Kamera von oben brauchen, hängt da dann auch irgendwie eine DJI Osmo Pocket oder sowas. Und jetzt gehen wir noch mal kurz hinter den Greenscreen, weil da sieht's wild aus. Genau, hier sind wir jetzt hinter dem Greenscreen. Davon habt ihr auf unserem Kanal wirklich auch noch nie irgendwas gesehen. Deswegen zeigen wir euch das hier jetzt mal. Hier ist so eine Latte, mit der der Greenscreen einmal festgemacht ist. Hier sind auch Höhensteine dazwischen, weil die Latten ein bisschen gebogen sind. Deswegen haben wir es mit Höhensteinen ausgeglichen. Also alles ziemlich gepfuscht hier. Genauso wie diese Konstruktion hier hinten. Da haben wir auch so selbstgebaute Klemmen und das hier irgendwie mit Schnüren irgendwie gespannt. Aber das ist uns auch jetzt gerade beim Filmen erst aufgefallen, dass das so aussieht. Das sah hier nämlich auch alles mal besser aus. Müssen wir mal wieder richten. Aber von vorne sieht es immer noch gut aus. Deswegen halbwegs. Deswegen machen wir das mal irgendwann, wenn wir mal Zeit haben, dann richten wir mal den Greenscreen. Und tatsächlich war es auch so, wir haben uns beim letzten Mal gedacht, wir machen es jetzt nicht komplett professionell, weil bei uns ist meistens so, dass irgendwas nur 2 Monate hält und dann wieder neu gemacht wird. Deswegen haben wir uns damals gedacht, es wird da auch so sein, aber jetzt steht das Ganze tatsächlich schon ein Jahr. Wir hoffen, diese Roomtour hat euch gefallen. Und ihr habt ein paar coole Einblicke bekommen, wie wir so unsere Videos machen. Freut euch auf die nächsten Roomtours. Und deswegen lasst mal hier ein Abo da, genauso wie bei uns. Deswegen, ciao. Tschö. Tschüss.